Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nachdem wahrscheinlich fast jeder von euch auch jetzt mittlerweile in den Genuss des neuen Backends gekommen sein dürfte. Auf manchen Servern ist es ja immer noch nicht drauf, aber auf den meisten ja mittlerweile schon. Und mit den damit einhergehenden Performance-Problemen, die jetzt auch wieder über das Wochenende aufgetreten sind, gab es jetzt schon ein Statement dazu. Das will ich euch nachher auch nicht vorenthalten. Aber für mich muss ich mal so sagen, ich hatte, glaube ich, ja, zu den Zeiten, wo ich jetzt hier Shakes and Fidget aktiv spiele, noch nie so viele Beschwerden gehört über das Game, sei es auf Social Media, in den verschiedensten Plattformen, Kommentaren unter dem Video oder im Livestream oder was weiß ich wo. Das ist echt krass. Das kommt natürlich auch daher, weil das Backend nicht nur auf S31 hier drauf ist, weil hier kriegt es ja keiner mit, sondern fast jetzt mittlerweile schon auf jeden Server. Ja, und ich habe es euch ja gesagt, es ist nicht gut. Ja, aber es wird eben dran gearbeitet und es wird dran gefeilt, dran gefixt. Trotzdem ist das natürlich eine Sache, die nicht so nice ist, beziehungsweise ja, wo man natürlich so schnell wie möglich gegenlenken sollte und es immer wieder zu irgendwelchen Fehlern aufkommt, die schon wiederholte Male aufgetreten sind. Und das, ja, weiß ich nicht, das hat mittlerweile viele Spieler da ein bisschen abgeschreckt, habe ich so mitbekommen. Viele Spieler haben aufgehört, beziehungsweise eine Pause eingelegt, sogar sehr viele Spieler, die auch schon sehr lange dabei sind. Das kann ich auf der einen Seite zwar irgendwo nicht ganz verstehen, weil die Leute denken dann auch nicht so weiter, dass das Backend eigentlich ja dafür da ist, um halt eben das Spiel besser zu machen, nachdem es halt eben momentan gerade durch eine Talfahrt geht, hat das Ganze ja einen Sinn. Die Entwickler, die machen ja nicht das Game absichtlich schlechter für uns und für sich selbst. So, ne? Das ist natürlich nicht im Sinne der Developer, der Spieleveröffentlicher und auch nicht der Programmierer so, ne? Das hat ja alles einen Sinn, was da passieren soll zumindest, ne? Dass es halt in Zukunft besser laufen soll mit viel mehr Möglichkeiten als vorher, ne? Aber auf der anderen Seite wäre es für mich und ich glaube mal für viele von euch auch mal wieder so ein bisschen an der Zeit, so eine kleine Producer-Note zu kriegen, wie wir es in der Vergangenheit vielleicht schon mal bekommen haben, wo halt eben so ein kleines Statement veröffentlicht worden ist, wie halt eben die Pläne sind im Angriff auf die Performance-Probleme, was da passieren soll, was mich auch persönlich interessiert, warum die gleichen Fehler immer wieder auftreten, auf jedem Server, beziehungsweise auf manchen Servern auch wiederholt, obwohl da schon Fixes gegen getan worden sind. Das wäre mal sehr interessant. Und vor allen Dingen, wie jetzt auch halt die Update-Politik jetzt nach dem Backend aussieht. Weil, wie gesagt, jetzt wurden ja sehr viele Server vom neuen Backend betroffen. Deswegen gab es ja auch so massig Beschwerden, weil es halt eben nicht nur ein Server ist, sondern jetzt mittlerweile fast alle Server. Und das sorgt natürlich dafür, dass halt eben die Aufruhr untereinander sehr viel größer ist. Ne? Und demzufolge gab es dann halt auch eben viel, viel mehr negatives Feedback, weil die Spieler sich untereinander natürlich über verschiedenen Servern halt eben über diese Kommunikationsplattform halt austauschen können. So, und das ist natürlich, das ist ein sehr guter Versuch hier gerade, wie ich finde. Ja, okay, könnte fast was werden. Ja. Und das ist natürlich, wie gesagt, der Aufschrei war noch nie so groß wie jetzt momentan gerade, weil halt eben so viele Server eben gleichzeitig betroffen sind, beziehungsweise so viele Server neu aufgespielte Backends haben. Ne? Und da würde ich ganz gerne mal sehen, wie es jetzt damit aussieht und beziehungsweise wie die Pläne jetzt danach sind, nachdem jetzt so viele Server hier das neue Backend erhalten haben. Hier wurde auch schon geschrieben von heute, hier Performance-Probleme der Spielwelten. Moin Moin, leider laufen die Spielwelten aktuell nicht wirklich, wie wir alle uns das vorstellen. Es gibt Slowdowns, ungewollte Logouts und ab und an eine Spielwelt kurzzeitig nicht erreichbar. Die zuständigen Kollegen haben die Ursache des Problems aber hoffentlich identifiziert und sitzen nun daran, dies zu analysieren und dann letztendlich zu beheben.
Auch wenn es bessere Starts in die Woche gibt, wünsche ich euch dennoch einen guten Start. Ja. Und hier nochmal, leider habe ich für die einzelnen Spielwelten noch keine genaue Uhrzeit. Es ist aber schon bekannt, dass im Zuge der oben genannten Schritte die Spielewelten für circa eine Stunde offline gehen werden. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz nach 15 Uhr, wo ich das Video hier aufnehme. Und bisher sind die, glaube ich, noch nicht offline gewesen. Ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Wenn nicht, dann werden die wahrscheinlich heute noch offline genommen werden für eine Stunde. Also seht zu, dass ihr da auf jeden Fall, also ich würde euch sowieso empfehlen in letzter Zeit, versucht so schnell wie möglich eure Alu zu spielen, weil man weiß nicht, was euch den Tag noch erwartet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt zu den Stoßzeiten tatsächlich die Performance schlechter ist, als wenn man jetzt zu Zeiten spielt, wo nicht viel los ist. Zum Beispiel gestern bei mir im Stream, als ich morgens um kurz nach 6 gespielt hatte, da lief alles flüssig und nachmittags bzw. abends hat es dann wieder angefangen zu laggen. So, ne? Also es kann vielleicht auch daran liegen, ich weiß es nicht ganz genau. Da müsst ihr mal, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so früh wie möglich eure Alu zu tätigen, damit ihr dann auch am Tag dann keinen wirklichen Stress habt, denn beziehungsweise in Zeitmangel kommt und vor allen Dingen, wenn jetzt eben die Server für eine bestimmte Zeit dann halt auch zwischendurch mal offline genommen werden, dann ist das natürlich eben, kann der ein oder andere natürlich mal hier und da in Zeitdruck geraten, ne, wenn man halt eben nur begrenzt Zeit hat. Ja, das ist auf jeden Fall so meine Gedanken zur aktuellen Situation. Wie gesagt, ich finde es nach wie vor Quatsch zu sagen, wenn man jetzt sagt, ey, ich höre jetzt auf hier irgendwie zu spielen, weil das Game gerade performancemäßig auf keinen guten Stand ist. Für Neueinsteiger kann ich es verstehen. Stellt euch mal oder versetzt euch mal in die Lage von Leuten, die jetzt gerade auf Shakes and Fidget aufmerksam geworden sind. Mag es ja nach wie vor immer noch Leute geben, die immer noch dazu stoßen. Und die machen jetzt die ersten Erfahrungen mit dem Game, jetzt momentan in dieser Phase. Und stellen fest, Alter, das Game ist ja vorne bis hinten total ruckelig, laggy. Worauf habe ich mich hier eingelassen? So, ne? Was soll das? So, und die setzen sich vielleicht nicht mit der Materie auseinander, beziehungsweise sind noch gar nicht so weit, sich verschiedene Sachen noch zum Spiel durchzulesen, beziehungsweise wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, dass es momentan gerade ein großer Umschwung ist in dem Spiel. Und werden dann vielleicht durch diese Performance dauerhaft abgeschreckt oder so. Ne? Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders so. Ne? Und deswegen hoffe ich mal, dass die Leute da auch so ein bisschen auch da schnell gegenwirken. Was ich nach wie vor nicht wirklich verstehe, muss ich sagen, ist, dass an den Wochenenden wirklich anscheinend keiner da ist vor Ort, der irgendwelche Performance-Probleme in Anspruch nimmt. Also man kennt es ja von jedem anderen Game, dass da sofort, oder also zumindest von dem etwas größeren anderen Game, dass da sofort halt eben Initiative ergriffen wird. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder, ich meine, nach den Zahlen, was sie halt für einen Umsatz fahren, ist es schon echt ein großes Unternehmen, sag ich mal so, ne? Aber ich weiß nicht, ob die von den, also wie gesagt, ich kenne mich da wirklich nicht aus, so, ne? Aber ob sie von den Mitarbeitern her zu wenig sind oder zu wenig einstellen oder so, dass halt eben so ein 24/7 rund um die Uhr Service irgendwo immer verfügbar ist. Ne? Dass da eben so schnell wie möglich gegen solche Sachen gegengelenkt werden kann. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Hier in dem Spiel ist es wirklich so, es wird gearbeitet, so, man kriegt es ja mit so an den Zeiten, ne? Von Montag bis Freitag. Ne, war ja schon ganz oft so gewesen. Am Freitag werden die meisten großen Updates getätigt oder beziehungsweise veröffentlicht, so wie Elevator, Legendary Dungeon, alles am Freitag. Und übers Wochenende passiert dann meistens gar nichts, es sei denn, es sind wirklich game-breaking Bugs, wie jetzt zum Beispiel letztens beim Elevator, dass irgendwas passieren muss. Dann ist irgendjemand am Wochenende immer da. Aber für etwas kleinere Sachen, sag ich mal, sowas jetzt wie diese schon stärkeren Server- bzw. Performance-Probleme, da ist zum Beispiel da passiert übers Wochenende halt eben nichts. So, ne? Das hat man jetzt schon öfter mitbekommen. Und das ist halt schon in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal so passiert, dass da halt übers Wochenende dann wenig geschieht. So, ne? Außer vielleicht nochmal so ein Text so, ey, yo, sorry for that, aber wir machen das dann am Wochenende oder so. Am Montag. Ja,
Ansonsten, wie gesagt, diese regelmäßigen Auslogzeiten, die sind auch Standard auf jeden Fall und das nervt auch ziemlich. Dadurch kommen halt auch, ne, das muss ich auch mal so sagen, dass halt Leute denken, hier sind Bots in der Gilde oder so, weil die sich alle um die gleiche Uhrzeit einloggen bzw. offline gehen. Das ist halt auch komplett lost. Das liegt halt eben einfach daran, weil hier auch viele nach und nach immer gleichmäßig ausgeloggt werden hier so, ne? Also auch komplett lost an der Stelle. Ja, genauso lost wie die internationale Ehrenhalle, weil hier kommt es halt auch immer zu den gleichen Fehlern. Sobald ein neuer Backend-Server irgendwo drauf ist, dann sieht man, aha, chinesische Zeichen. Das verstehe ich halt auch nicht, das ist ein Problem. Das ist schon seit S31, seit, keine Ahnung, wie lange ist das Backend auf meinem Server? Ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr? Ich weiß es gar nicht. Ne? Auf jeden Fall plagen wir uns ja schon relativ lange damit rum. Und ja, da ist der Fehler zum ersten Mal aufgetreten. Warum muss das hier auch schon wieder sein? Also entweder hat man das Problem dafür noch nicht rausgefunden, man fixt es im Nachhinein immer so oder nimmt sich dem Problem hin und man fixt es im Nachhinein, aber das verstehe ich nicht. Und das sind so kleine Fragen, die ich schon so ganz gerne hätte, wo ich ganz gerne so eine Producer-Note mal wieder geschätzt hätte von den Entwicklern, dass man mal so ein bisschen auf diese Sachen eingeht. Gut, schreibt mal auf jeden Fall mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit von mir und ich hoffe mal, dass wir bald nach dieser, wie gesagt, tiefen Talfahrt auch irgendwann, wenn jetzt überall die Backends drauf sind, auch wirklich in Richtung Besserung gehen, weil das schon echt eine gut lange Zeit lang so geht mit dieser Performance und das macht halt auf Dauer keinen Spaß. Es funktioniert ab und zu mal wieder, ne, so wie hier jetzt, zwar immer noch verzögert, aber man kann zumindest spielen, aber manchmal gibt es halt so wirklich Phasen, wo man halt überhaupt gar nichts machen kann. Ne, das ist halt eben momentan echt ein bisschen doof, sag ich mal so. Okay, Leute, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.